Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise rund Sizilien und befinde mich gerade in Marsala und fahre jetzt weiter Richtung Trapani. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Jetzt muss ich aber erstmal meine Taschen und mein Fahrrad die 4 Stockwerke runtertragen. So, die erste Aufgabe des Tages wäre geschafft. Ich bin unten, jetzt kann es losgehen. Jetzt muss ich aber erstmal aus der Siedlung rausfinden. Aufnahmedatum für dieses Video ist Karfreitag, der 7. April 2023. Es ist sonnig, aber noch sehr, sehr kalt und hier ist ein Radweg. Und da bin ich sehr froh, denn der Verkehr ist heute Morgen schon verrückt. Die fahren hier, das am frühen Karfreitagmorgen. Es ist gerade 9 Uhr und die sausen durch die Gegend. Da draußen sind noch ein paar Inseln. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Es sieht alles sehr schön aus hier im Morgenlicht. Da drüben liegt Marsala. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Jedenfalls komme ich daher. Und ich fahre jetzt weiter Richtung Trapani. Das sind ungefähr noch so 27, 28 Kilometer. Was ich jetzt noch brauchen könnte, wäre eine Bar, denn ich habe noch nicht gefrühstückt. Aber hier gibt es keine richtigen Orte, wo sowas sein könnte. Ja, Jungs, was macht ihr denn da auf dem Fahrradweg? Die chillen einfach nur. Oh, da hört der Radweg leider auf. Ich hatte Glück, da konnte ich einen Kaffee und ein Cornetto bekommen und auch noch 2 belegte Brötchen für unterwegs. Und von hier aus kann man, glaube ich, zu den Inseln fahren, da draußen. Und Souvenirs erstehen. So, die Fahrradspur geht hier doch noch weiter. Ist allerdings nicht so ersichtlich wie der rote Streifen eben. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, da jetzt zu fahren. Weil für die Italiener ist das vielleicht nicht so klar. Aber es fahren noch andere Leute hier. So, jetzt ist hier Baustelle und es wird über den Fahrradweg gefahren. Ich weiß nicht, ob Karfreitag hier kein Feiertag ist. Wird auf jeden Fall gebaut. Es scheinen hier Salinen zu sein und da stehen so Mühlen, die wahrscheinlich irgendwie Wasser gepumpt haben früher. So, jetzt geht es von der Küste weg, ein Stück durchs Inland. So, hier links geht es jetzt auf die Autobahn nach Palermo und auch Trapani, aber es gibt zum Glück noch eine andere Straße. Ich fahre jetzt auf Trapani zu. Hinter der Stadt liegt ein großer Berg. Ich weiß nicht, wie ich da rum oder rüber kommen soll. Aber wir werden es sehen. Da liegt jetzt Trapani auf einer Halbinsel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reinfahren soll. Ich weiß nicht, ob es eine Altstadt hat. Das checke ich jetzt mal gerade, ob sich das lohnt. Sonst biege ich gleich ab. So, ich bin jetzt doch mal reingefahren. Ich möchte an die Westspitze, aber hier ist voll das Chaos. Ja, an bedeutenden Bauwerken war hier bei Wikipedia jetzt eine ganze Liste von Kirchen und aber auch Palazzi. Hier rechts kann man jetzt, glaube ich, einen sehen. So, hier links haben wir eine Festung. Vorne auf der Hafenmauer soll eine auf einer Insel liegen. Ich weiß nicht, ob die das ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man überhaupt an die Spitze kommt und ob sich das Ganze gelohnt hat hier. Es ist echt der Wahnsinn. Oh, hier kann man anscheinend den Fisch direkt vom Boot aus kaufen. Eben habe ich schon Fischmarkthalle gesehen, aber da konnte ich leider nicht halten. Das ist hier nun die Nordwestspitze Siziliens. Hier treffen das Tyrrhenische Meer und das Mittelmeer aufeinander.
Ich will jetzt mal versuchen, ob ich da drüben hinkomme und dann mache ich da mal eine Pause. Ja, meine ich auch. So, es hat geklappt. Ich bin hier hingekommen. Ich glaube, hier kann man eine ganz schöne Pause machen. Wie das Gebäude heißt, weiß ich nicht, aber ich glaube, da ist ein prähistorisches Museum drin. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier eine Pause. Dann fahre ich durch Trapani durch ins Inland. Denn man könnte jetzt noch zur Nordspitze fahren, aber da gibt es keinen Weg wieder zurück. Da müsste man den gleichen Weg wieder zurückfahren und das bringt es jetzt nicht. Ich fahre dann quer rüber Richtung Palermo. Zur Nordspitze müsste man jetzt da herum, aber ich fahre dann in diese Richtung, in die Berge. Es ist jetzt 11:15 und es ist Zeit für eine Frühstückspause. So, Pause ist beendet. Jetzt geht es erstmal durchs Chaos und dann in die Berge. Hier im Schatten ist es gleich viel kühler als da eben in der prallen Sonne. Na, der hört sich an, als hätte er einen Porsche-Motor eingebaut hier. So, eine Fußgängerzone. Ich weiß nicht, ob man da in Italien Fahrrad fahren darf. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Das ist der direkte Weg. Hier stehen die richtig schönen Häuser und Palazzi. Ja, hier hätte man auch schön Pause machen können im Café, aber hier im Schatten ist es wirklich schattig. So, nun scheint es aber mit der Altstadt fast vorbei zu sein. Es wird jetzt schwierig, hier durchzukommen. Hier ist alles schon neuere Gebäude. So, das ist jetzt hoffentlich die Straße, die mich aus Trapani rausführt. Mann, was ist das ein Gewirre hier. Oh, hier stehen wir jetzt Stoßstange an Stoßstange. Ich habe keine Ahnung, wer an diesen Kreuzungen Vorfahrt hat. Fahren alle kreuz und quer. Wie der Krankenwagen durch dieses Chaos kommen soll, ist mir ein Rätsel. Ich bin aus dem Gröbsten raus, glaube ich. Ich habe mir jetzt eine relativ kleine Straße ausgesucht, um weiterzukommen. Das bedeutet aber auch, dass es jetzt bergiger wird. Bisher lässt es sich hier ganz gut fahren. Nicht allzu viel Verkehr. Ich habe jetzt mal meine Jacke ausgezogen. Ich bin allerdings sehr unterversorgt mit Wasser. Es war da gerade so eine Art Supermarkt. Es sah geschlossen aus. Nee, da ist jemand drin. So, das kam gerade zur rechten Zeit, als ich drüber nachgedacht habe. Problem ist immer nur, hier gibt es nur viereckige Flaschen. Die passen nicht in meine Flaschenhalter. Und wenn es mal runde gibt, dann sind die so weich, dass die immer rausfallen. Naja, muss ich halt in meiner Tasche transportieren. Oh, ich fürchte, da muss ich jetzt irgendwie rüber. So, ein Stückchen bin ich schon hochgeklettert und da komme ich. Und am Fuße ganz links dieses Berges, da liegt Trapani. War vielleicht auch nicht ganz so geschickt, gerade vor bergan Wasser zu kaufen. Das ist jetzt hinten in der Tasche und zieht. Muss ich mal was wegtrinken. Da vorne geht es um die Kurve und hinter dem Hügel entlang. Und dann da, wo die Leitplanke ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera erkennen kann. Also schön bergan. Ich habe mir schon meine Jacke ausgezogen. Also los. Ja, vielleicht hätte ich doch besser die Hauptstraße nehmen sollen. Das ist bestimmt nicht so steigungsintensiv. Aber da komme ich
nachher sowieso drauf. Die Straße hier ist nicht durchgängig. So, die Kurve war so steil, da habe ich geschoben. Und habe jetzt ein bisschen Zeit, die Blumen zu bewundern. So, das ist der Blick zurück nach Trapani. Ich bin jetzt auf 332 Meter hoch. Es ist inzwischen fast Viertel vor 2. Viertel nach 11 habe ich da hinten in Trapani an der Westspitze gesessen. Ja, habe ich eine Pause gemacht, dann hat das eine Stunde gedauert, aus der Stadt raus. Ja, und jetzt bin ich hier. Wahnsinn. So, es sieht aus, als hätte ich den ersten Berg für heute erklommen. 370 Meter von null. Jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt erstmal meine Jacke wieder an. So, geradeaus ist gesperrt. Zum Glück muss ich auch links nach Roseto Palizzolo. Als ich es auf der Karte gesehen habe, hätte ich gedacht, der Ort liegt auf dem Berg oben. Er liegt aber im Tal. Hier soll noch irgendwo ein Palazzo sein. Ich finde ihn jetzt nicht. So, ich bin jetzt ziemlich weit runtergefahren, auf 200 Meter. Auf halber Strecke musste ich mal meine Bremsbeläge nachstellen. Die hatten sich abgenutzt. Ja, das geht so schnell hier. Man muss auch in der Stadt ja immer bremsen. Es gibt ja YouTuber, die empfehlen, man soll immer eine Hand am Lenker lassen, aber hier in Italien gilt, lieber beide Hände an der Bremse lassen. So, da unten komme ich jetzt auf die Hauptstraße. Und ja, der Wind ist zurück. Und von Geisterhand kommt er jetzt von Osten. Eine Woche lang bin ich gegen Westwind gefahren. Jetzt zurück bis Messina fahre ich jetzt mit Ostwind. Da muss ich jetzt irgendwie rüber. Es ging doch noch mal zwischen den Bergen durch. Aber gleich geht es noch mal über einen rüber, glaube ich. Oh, jetzt ist der Spaß erstmal vorbei. Mal sehen, ob es gleich wieder hoch geht. Es ging tatsächlich noch sehr lang gezogen hoch und ich bin immer noch am Anstieg. Jetzt haben wir hier einen ganz tollen Blick runter auf die Bucht, aber ich kann nicht auf die andere Seite. Ah, das könnte ein Aussichtspunkt sein. Mal schauen. Ja, das ist ja mal eine Aussicht. Dafür hat es sich wirklich gelohnt, hier hochzufahren. Das da unten ist Castellammare, glaube ich. Und ich werde jetzt da weiter am Meer lang fahren und da hinter dem Berg liegt Palermo. So, jetzt geht es hier steil den Berg hinab, dann zum Meer. Und dann habe ich mir in ungefähr 15 Kilometer Entfernung eine Unterkunft gebucht. Was für ein blaues Meer. Wunderschön. Oh, ich glaube, ich bin unten. Es geht an der Küste entlang. Und so sieht hier der Strand aus. Jetzt hatte ich eigentlich gehofft, es würde unten am Meer lang gehen, aber das stimmte gar nicht. Musste ich noch mal einen Berg hoch. Ja, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, ich hoffe, dass das dann der letzte Berg ist für heute. Oh, das könnte jetzt Balestrate sein. Das wäre schön. Kommt aber noch ein Tunnel. Ich glaube, der ist gesperrt. Balestrate, da will ich hin. So, jetzt muss ich nur noch meine Unterkunft finden und hoffen, dass jemand da ist. Ich habe es gefunden und der Eigentümer stand direkt vor der Tür. Da ist auch ein kleines Café.
beziehungsweise ein Sandwichladen. Und da stand er davor, das war sehr praktisch. Das ist das Bad. Und hier ist noch ein kleiner Balkon. Und da kann man sogar das Meer sehen. Oben gibt es noch eine Küche und den Frühstücksraum und eine Veranda mit einem fantastischen Ausblick aufs Meer. Ja, das war ein ereignisreicher Tag mit vielen Steigungen, die ich jetzt auch spüre. Ich muss mich jetzt dringend ausruhen. Vielleicht gehe ich gleich noch in den Ort, aber das filme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Mal schauen. Ja, mit der Unterkunft habe ich, glaube ich, auch Glück gehabt. Und morgen geht es dann weiter Richtung Palermo. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!